Die internationale Raumstation ISS ist ein Forschungslabor im Weltall. Viele Entwicklungen, die dafür entstanden, sind aber auch für unser alltägliches Leben von Nutzen. Wie Weltraumforschung pflegebedürftigen Menschen auf der Erde helfen könnte, das sehen Sie jetzt bei Einfach Genial. Außerdem für Haushalt und Bastelkeller. So kommt auch der letzte Rest aus der Tube. Hilfe, bevor es brennt. Ein Mini-Feuerlöscher für Haushaltsgeräte. Und mehr als nur Verpackung. Diese Tüte kann man essen. Dass wir solche Satellitenbilder nutzen können, haben wir auch dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu verdanken. Einer seiner wichtigsten Forschungsstandorte, Oberpfaffenhofen bei München. Hier entwickeln Ingenieure Roboter für den Weltraum. Ihr Know-how wollen sie auch für den Einsatz auf der Erde nutzen. Wie Robotertechnik zum Beispiel pflegebedürftigen Menschen helfen soll, möchte Henriette von Maschinenbauingenieur Jörn Vogel erfahren. Und das ist es, das gute Stück, was ihr entwickelt habt? Genau, das ist Eden. Dem kannst du auch mal die Hand geben. Eden? Eden, genau. Wie die Hand geben? Einfach davor stellen und ihm die Hand reichen und ein bisschen drücken. Das ist ja cool. Eden ist ein elektrischer Rollstuhl, der mit einem Roboterarm ausgerüstet ist. Er soll Menschen mit Bewegungseinschränkungen im Alltag unterstützen. Jörn Vogel zeigt, was der Roboter bereits gelernt hat. Der Arm soll ein Getränk einschenken und ihm dann reichen. Ich habe hier einen kleinen Joystick, mit dem ich den Roboterarm jetzt steuern kann. Ja. Und gleichzeitig haben wir hier mit der Kamera erkannt, dass da Objekte auf dem Tisch stehen. Wenn ich jetzt mit dem Joystick auf die Flasche zufahre, dann hilft der Roboter dabei, die Flasche zu greifen. Das heißt, er richtet die Hand auf die Flasche aus und wenn ich näher hinfahre, greift er auch automatisch zu. Und jetzt kann er auch einschenken, ja? Genau, jetzt kann der auch einschenken. Wenn ich auf den Becher zufahre, der Roboter weiß, da ist ein Becher und wir haben eine Flasche in der Hand und die Kombination von den beiden führt eben dazu, dass ich etwas einschenken möchte. Das heißt, diese Drehung, die jetzt passiert, die macht der Roboter automatisch. Also ich bin wirklich erstaunt, wie gefühlvoll der das macht, ne? Und wenn ich jetzt den Becher in Richtung meines Gesichts oder meines Mundes fahre, dann wird er so leicht gekippt, damit der Strohhalm zu mir dreht und dann kann ich hier auch was trinken. Wie lange dauert denn das, bis man das kann, das Steuern? Das Ziel ist natürlich, das möglichst intuitiv zu gestalten über diese Unterstützungsmethoden. Das heißt, im Prinzip kannst du das auch mal ausprobieren. Bevor Henriette diese Entwicklung aus der Luft- und Raumfahrttechnik ausprobiert, widmen wir uns einem kleineren irdischen Problem. Die Zahnpastatube ist fast leer und man drückt und quetscht, um doch noch etwas rauszubekommen. Dass das oft erfolglos ist, ärgert auch Jürgen Fabricius. Er probiert diverse Tubenpressen aus, aber keine gefällt ihm wirklich. Wenn ich diese Tubenpresse zum Beispiel hier nehme, dann ist es auch von der Handhabung her ein bisschen schwierig. Die stecke ich hier rein, das ist richtig, und drehe es schon ein bisschen an, damit ich Druck auf die Tube kriege. Und dann fällt sie um und nimmt mir noch mehr Platz weg. Oder wenn ich jetzt eine andere Tubenpresse nehme, ich drehe das jetzt hier rück, entferne das wieder und nehme hier diese klassische Tubenpresse, die wir kennen, dann haben wir bei Kunststofftuben das Problem, dass die immer wieder zurückschnappt. Außerdem stört ihn, dass solche Helfer entweder rumliegen oder weg sind, wenn sie gebraucht werden. Deshalb hat sich der Tüftler aus Paderborn das hier ausgedacht. Ein Edelstahlrohr mit Schlitzen, das er mit Hilfe eines Gewindes an die Wand schrauben kann. Und so funktioniert sein stationärer Tubenausdrücker. Die Tube wird hier einfach eingeführt, so, und bleibt vollständig dran hängen. Und dann kann man entsprechend sukzessive diese Tube hier durchführen, durchziehen, wie das jetzt hier mit einer fast schon geleerten Tube simuliert wird. Und kann bis zum Schluss hier das Restmedium herausdrücken. Das Gleiche gilt auch für Aluminiumtuben.
Die Tubenpresse lässt sich überall anbringen, wo sie gute Dienste leisten kann. Ob im Bad, in der Küche oder der Werkstatt. Wie bei Gerd Weigand. Der Bastler wirft Tuben manchmal weg, wenn er den Rest nicht rausbekommt. Ich bin der Jürgen. Hallo, ich bin der Gerd. Und Gerd soll die neue Tubenpresse für uns ausprobieren. Da ist keine Mechanigung nicht drin, sondern das ist nur ein Rohr und Schlitze. Um sie zu benutzen, bringt er als erstes das Gewinde an. Das kann an der Wand geschehen oder wie hier an der Werkbank. Hier draufschrauben. Daran wird nun das Rohr mit den Schlitzen geschraubt. Dann steckst du hier rein und dann drückst du das einfach, wie so ein Propeller, drehst du das hier auf, siehst du? Und dann kannst du es hier unten öffnen und kannst wunderbar deinen Kleber entnehmen. Wenn ich jetzt hier mit den mache, Ja. Ach so. muss ich immer hier drauf drücken Ja. und das schießt mir hier davon. Wenn ich das hier habe, tu es mal bitte rein, mach's mal so wie funktionstüchtig. Wenn du das jetzt rausnimmst, habe ich im Grunde genommen meine Hände frei und mache mir hier nicht irgendwie die Hände dreckig, kann das hier aufziehen. Und das gefällt mir einfach sich an der Sache. Besonders gut soll die Erfindung bei zähflüssigen Substanzen funktionieren. Hier 2 gleiche Tuben mit Holzpaste. Die erste Kunststofftube 54 Gramm mit Verschluss. Die zweite wiegt genauso viel. Eine Tube drückt Gerd mit der Hand aus. Er versucht es zumindest. Mit sehr viel Mühe hier. Das wird nicht. Hier wäre dann die Alternative, das aufzuschneiden. Da haben wir 53 Gramm. Einfach durchstecken. Jetzt die Erfindung. Weiter. Guck mal hier, wie das kommt. Ne? Also da Hier sieht man schon, dank der Erfindung kommt mehr als 1 Gramm Paste aus der Tube. nicht schön, aber gleich nicht. Ja, aber das war. Ich glaube, den Wettbewerb haben wir gewonnen mit der Tubenpresse. Hier drauf. Und wir sehen 18 Gramm zu 54. Das ist natürlich schon mal eindeutig. Was sagt Gerd? Von der Sache her ist es nicht schlecht. Gerade bei solchen Sachen, die so dickflüssig und zähflüssig sind, ist es wirklich eine Hilfe. Ja, schön. Freue ich mich. Jürgen Fabricius möchte seine Idee auf den Markt bringen. Zurück zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hier werden Roboterarme nicht nur für den Weltraum entwickelt, sondern auch für den Einsatz in der Pflege. Henriette probiert einen solchen Roboter aus. Wenn du jetzt deine Finger an den Joystick legst und den Joystick nach vorne schiebst oder kippst, dann bewegt sich der Roboterarm nach vorne. Das ist ja wirklich, also das ist ja fast gar keine Bewegung. Also der Joystick ist sehr, sehr fein eingestellt. Das ist ja cool. Also wirklich minimal. Der Joystick reagiert auf kleinste mechanische Impulse. Wenn pflegebedürftige Menschen sich gar nicht mehr bewegen können, werden elektrische Impulse genutzt. Die werden von einem Sensor am Arm des Patienten übertragen. Henriette soll ein Getränk eingießen. Ich sehe ja hier auf dem Bildschirm, dass der die Flasche erkannt hat. Genau. Wenn ich jetzt da ranfahre, dann ganz automatisch greift er die. Damit der Roboterarm automatisch zugreifen kann, haben die Ingenieure das System mit einer Kamera ausgerüstet. Das Kamerabild wird vom Computer in dieser Box analysiert. Erkennt Eden quasi die Flasche, weiß er, was zu tun ist. Zugreifen. Dann hat er die schon erkannt und Das macht er jetzt ganz alleine. macht er von alleine, aber nur solange du Kommandos gibst. Wenn du ist ja loslässt, toll. bleibt er sofort stehen. Genau, und dann kannst du das alles steuern, wie er das einschütten soll. Kaufeffekt. Also an dieser Stelle ist natürlich ganz klar, du bist schon eingespielter mit Eden. Eden und ich, wir müssen uns noch ein bisschen kennenlernen. Aber abstellen geht noch nicht, das kann er noch nicht, oder? Abstellen kann er auch. Hier kommt eine weitere Besonderheit der Entwicklung zum Einsatz. Der Roboter kann sozusagen fühlen. Dazu haben die Ingenieure den Arm mit Sensoren ausgestattet, die Kräfte messen und weiterleiten können. Erst wenn Eden eine Widerstandskraft bemerkt,
lässt er den Becher los. Also das ist echt stark. Aber der Roboter kann noch mehr. Er kann sich ohne Fahrer zum Patienten hinbewegen. Wie das möglich ist, zeigen wir Ihnen gleich. Das ist eine Nudelverpackung, allerdings keine gewöhnliche aus dem Supermarkt. Das Besondere an meiner Nudelverpackung ist, dass sie aus denselben Inhaltsstoffen wie Papier besteht, allerdings essbar ist. Für ihre neuartige Nudelverpackung nimmt die Produktdesignerin Amelie Graf Wasser, Stärke und Zellulose. Weil Zellulose kennt man jetzt aus der Papierproduktion, eigentlich hauptsächlich aus der Papierproduktion, aber kaum jemand weiß, dass Zellulose ein Lebensmittelzusatzstoff ist, der ganz vielfältig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, zum Beispiel als Strukturgeber oder als Füllstoff. Auch die Verpackungsindustrie nutzt Zellulose zur Herstellung von Zellophan. Das ist aber nicht genießbar. Damit man Amelies Verpackung essen kann, verzichtet sie auf chemische Zusätze. Sie gibt die Zellulose ins Wasser und vermischt alles in ihrer Küchenmaschine. So. Und nach der Stärke kommen dann noch 2 extra Zutaten, die aber mein Geheimnis bleiben. Amelie erhitzt und verrührt 10 Minuten lang ihre Zutaten, bevor sie die Masse auf einem Backblech ausgießt und verteilt. Jetzt kommt sie in den Backofen, wo sie dann für 1 bis 2 Stunden schön trocknen kann bei ca. 80 Grad. Danach löst Amelie die Folie vom Blech. Ebenfalls mit Stärke verklebt sie die Kanten und verschließt sie danach mit einem handelsüblichen Folienschweißgerät. Jetzt kann sie die Tüte mit trockenen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Nudeln, befüllen. Wenn dann die Verpackung fertig befüllt ist, wird sie einfach geschlossen und kann dann in den Laden gehen. Doch bevor eine Verpackung in den Laden gehen darf, muss sie Normen erfüllen. Ob Amelies Erfindung das tut, wollen wir an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Leipzig herausfinden. Hier forscht Professor Dr. Eugen Herzau an Verpackungsmaterialien. Ich nehme einen in die Hand. Gern. Ja, eine sehr schöne Verpackung, super Haptik, Produkt ist zu sehen, Papierbandrolle ist sympathisch, Nähte sehen auch gut aus. Die werden wir gleich testen. Danke. Jede Verpackung, die in den Handel kommt, muss einen Fall aus 80 cm Höhe ohne Schaden überstehen. Für handelsübliche Tüten kein Problem. Und wie schlägt sich Amelies Verpackung? Und auch sie hat den Falltest überstanden, also keine Gefahr, dass wir Produkt verlieren, wenn es runterfällt. Aber jetzt folgt eine echte Zerreißprobe. Die Haltbarkeit der Nähte wird geprüft. So, wir haben hier die Prüfmaschine, mit der wir die Siegelnahtfestigkeit prüfen werden. Das ist die Vorrichtung dafür zum Einspannen. Und als erstes müssen wir die Probe zuschneiden. Dann spannt der Professor die Probe mit der Nahtstelle in seine Maschine. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passieren wird, weil dieser Test auch für mich jetzt ganz neu ist. Und ich bin super aufgeregt, was jetzt da gleich so rauskommt an Werten. Mal schauen. Die Maschine zieht die Naht auseinander. Sieht nicht schlecht aus. Die Probe reißt zwar, aber laut Professor liegen die dabei gemessenen Werte innerhalb der geforderten Norm. Also eine Verpackung in diesem Bereich, in der Festigkeit der Naht, wird gut einsetzbar sein. Auch diesen Test hat die Erfindung bestanden. Aber die Verpackung soll ja laut Amelie auch essbar sein. Dafür folgt jetzt ein nicht ganz so wissenschaftlicher Test. So, normalerweise würden wir die Verpackung jetzt in den Müll schmeißen, bei meiner Verpackung allerdings nicht. Die verwenden wir jetzt weiter. So wie Obst oder Gemüse wäscht Amelie die geleerte Nudeltüte ab und schneidet sie klein. Die Schnipsel lösen sich im heißen Wasser auf. Die Verpackung dient quasi zum Andicken der Soße und liefert zusätzliche Ballaststoffe. Für den Geschmack mischt Amelie italienische Gewürze und etwas Tomatenmark hinzu. Das sieht ja richtig gut aus.
riecht sehr gut. Ob es auch schmeckt und ob sich die Verpackung vollständig aufgelöst hat, kann sich aber nur bei einer Verkostung zeigen. Wunderbar. Schmeckt sehr gut. Freut mich. Also ich habe hier eine wunderbare Tomatensauce vorgefunden. Die schmeckt sehr gut. Von dem Beutematerial ist nichts zu finden und auch nicht rauszuschmecken. Amelie möchte ihre Erfindung weiterentwickeln, um sie für andere Inhalte anzupassen. Sie sucht nach Partnern, die ihr bei der Umsetzung helfen können. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt werden Systeme zur Fernsteuerung von Robotern im Weltraum entwickelt. Die gleichen Methoden lassen sich auch auf der Erde anwenden. Etwa für die Fernsteuerung des elektrischen Rollstuhls Eden. Damit könnten Pflegekräfte im Notfall aus der Ferne Hilfe leisten. Um zu erfahren, wie das genau funktioniert, trifft Henriette auf die Ingenieure Thomas Hulin und Michael Panzirsch. Also das kann man sich vorstellen wie ein Joystick. Ja. Nur ein Joystick, den man in alle Richtungen bewegen kann. Und damit kann er dann die Bewegung von dem Eden steuern. Genau, da sehe ich doch. Das ist unser Eden, bei dem wir schon waren, der Roboterarm. Und den steuert Michael in einem anderen Raum. Über eine VR-Brille sieht er, was er tut, so als wäre er selbst vor Ort. Und so lässt er den Roboterarm jetzt Tabletten zum Patienten bringen. Also jetzt die Schublade auf. Also man sieht hier, dass der Eden genau die Bewegungen vom Michi nachmacht. Schublade wird auch wieder zugemacht, ganz vorbildlich. Und jetzt ist er da und die Tabletten werden übergeben. Für die Fernsteuerung ist der elektrische Rollstuhl mit einer beweglichen Kamera ausgerüstet. Diese sendet ihr Bild direkt an die VR-Brille der Fernsteuerung. Damit die Roboterhand in der Ferne greifen kann, hat Michael einen besonderen Handschuh an, der mit Sensoren bestückt ist. Um die Schublade richtig schließen zu können, müssen auch hier Kräfte gemessen werden. Dazu befinden sich auch in den Gelenken des Roboterarms Sensoren. Ein Fußpedal dient dazu, vom Roboterarm auf die Antriebsräder des Rollstuhls umzuschalten. Dann kann Michael den Rollstuhl mit einer leichten Armbewegung an die gewünschte Position fahren. Doch das System kann noch mehr. Der kann nicht nur sehen, was dort passiert, sondern er kann auch spüren. Er kann auch fühlen, welche Kräfte da aufgebracht werden. Wie sich das anfühlt, Kräfte von der Roboterhand in der Ferne zu spüren, das wird Henriette gleich selbst ausprobieren. Zuvor geht es darum, wie Brände von Haushaltsgeräten möglichst schon in der Entstehung verhindert werden können. Vor 7 Jahren hatten wir dazu eine Erfindung vorgestellt, die heute sehr erfolgreich ist. In diesem mittelständischen Unternehmen in Schleswig-Holstein werden Ampullen für Sprinkleranlagen entwickelt und gebaut. Die enthalten eine Flüssigkeit, die Hitze erkennt, das Glas der Ampulle zum Platzen bringt und eine Löschanlage aktiviert. Geschäftsführer Bodo Müller und Entwicklungsleiter Rüdiger Klug wollen das Prinzip der Sprinkleranlage auch in Haushaltsgeräten integrieren. Mit einer eingebauten Ampulle, die Feuer schon am Entstehungsort, also in der Geräteelektronik, erkennt und löscht. Hier haben wir als Beispiel ein Netzteil für einen Computer, von dem grundsätzlich eine Gefahr ausgeht. Wenn Kurzschlüsse, Defekte, Verschmutzungen auftreten, kann es zu Überspannungen kommen und dadurch zur Brandentwicklung. Ihre Lösung? Ein Mini-Feuerlöscher, der direkt ins Gerät eingesetzt wird. Aber gelöscht wird nicht mit Wasser. In Haushaltsgeräten würde das zu weiteren Kurzschlüssen führen. Deshalb ist in dieser Ampulle eine spezielle Flüssigkeit. Ihre Zusammensetzung? Ein Betriebsgeheimnis. Wie das Prinzip funktioniert, zeigen uns die Entwickler. Dazu werden sie Hülsen zerschnittener Kabel anzünden. Darüber platzieren sie eine ihrer Ampullen.
Durch die Wärme des Feuers dehnt sich die Flüssigkeit in der Ampulle aus. Der Innendruck erhöht sich, bis sie platzt. Die Flüssigkeit in der Ampulle verdampft. Das Gas, das dabei entsteht, kühlt das Feuer unter den Entzündungspunkt. Dadurch geht das Feuer sicher aus. Aber die Erfindung löscht nicht nur. Sie verhindert auch, dass es zu einem Wiederentzünden des Feuers kommt. Dazu soll sie das Gerät beim Auslösen der Ampulle auch vom Strom trennen. Das zeigt Versuch Nummer 2. Die Erfindung wird in den Stromkreislauf eingebaut. An der Oberfläche der Ampulle ist ein dünner Zinnstreifen angebracht, der den Strom leitet. Wir werden dann das Teelicht entzünden. Es wird unter die Ampulle gefahren. Die Ampulle löst aus. Das Feuer wird gelöscht und der Strom wird abgeschaltet. Passiert das, wird die rote Lampe gleich ausgehen. Und wenn das jetzt in einer Waschmaschine oder in einem Trockner oder Geschirrspüler oder Radio passiert wäre, wäre jetzt der Brand gelöscht, der Strom wäre abgestellt und somit das Gerät wäre wieder sicher. 2014 war die Entwicklung noch nicht abgeschlossen, die Erfindung noch in der Prototypenphase. Der neue Produktmanager der Firma, Markus Fiebig, berichtet, was seitdem passiert ist. Seit der letzten Aufzeichnung hat sich unglaublich viel getan. Die Erfindung haben wir weiterentwickelt. Wenn man sich jetzt die kleine Komponente anschaut. Die Ampullen sind kaum noch größer als eine Euromünze und dadurch vielfältiger einsetzbar. Unter anderem sind sie in elektronischen Werbetafeln an Flughäfen verbaut. Bis zu 6 Millionen Ampullen können pro Jahr produziert werden. Deshalb gehen die Entwickler jetzt den großen Schritt in den Bereich der Haushaltsgeräte. Die Bandbreite der Haushaltsgeräte reicht wirklich von TVs über Wassererhitzer bis hin dann auch zu Geschirrspülern oder auch Kühlschränken. In diesem Jahr sollen die Geräte eines großen Elektroherstellers ausgestattet mit der Erfindung in den Handel kommen. Und die Firma plant, ihre Idee der Elektroautoindustrie anzubieten. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt probiert Henriette die Fernsteuerung eines Assistenzroboters für die Pflege aus. Mit dieser Apparatur wird sie den Roboter im Nebenraum steuern. Durch innovative Sensorik und Kraftübertragung soll sie dabei sogar fühlen, was der Roboterarm macht. Also ich bin jetzt quasi wieder in der Küche, wo ich vorhin schon war, und das ist der Jörn. Ah, er sieht mich ja nicht. Also was ich erstmal merke, ist, wenn ich den Arm bewege, tatsächlich hoch und runter, ne? Es funktioniert. Ich sehe, und jetzt bewege ich mich auf Jörns Hand zu. Genau. Du kannst ihm auch ins Gesicht schauen dabei und wirst spüren, dass er dich bewegt. Jetzt berühren sich unsere Hände. Oh, ich merk's. Das ist ja krass. Er bewegt meine Hand. Guck mal, bin nicht ich. Das ist der andere. Ich mache gar nichts. Meine Hand ist ganz locker. Das ist ja cool. Und jetzt schüttel ich mal. Warte mal, Jörn, ich schüttel mal. Ich will mal sehen. Das klappt auch. Das ist ja cool. Also es ist wirklich ganz leicht nur zu spüren, ne? Aber man merkt es. Man merkt wirklich den Widerstand und dass der andere dann die Bewegung übernimmt. Für die Fernsteuerung ist diese Kraftübertragung wichtig, damit der Roboterarm beim Zugreifen und bei seinen Bewegungen weder Menschen verletzt noch Objekte beschädigt. So, da bin ich wieder. Ja, total spannend. Wie geht's denn weiter? Also wir wollen als nächsten Schritt mit dem Robotersystem Eden ins Pflegeheim, um genau herauszufinden, wie man die Leute dort am besten unterstützen kann. Ja, auf jeden Fall drücke ich euch ganz doll die Daumen bei euren weiteren Forschungen. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich gebe jetzt Spacig ab an die Umschau und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial.